Da, 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 da. Ja, beeindruckend. Master of Orion. Ja, wir sind damit einverstanden. Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer Stunde mit Master of Orion. Sofern das Spiel jetzt nicht abstürzt, werden wir jetzt erstmal in die Option gehen. Ja. Komm, gönnen wir uns. Pause und Audio ist wichtig, Musik. So im Hintergrund ist okay, aber sollte nicht zu laut sein. So denke ich, passt das. Dann, Stimmen natürlich laut, Effekte machen wir einen Ticken leiser, damit die Stimmen besser zu hören sind. Und dann sag ich mal zurück zum Hauptmenü und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Klicke mal auf Einzelspieler. Neues Spiel, weil ich das Spiel noch nie gespielt habe. Hailing from the cloudy planet Altair, the proud Alkari are an old race of avian hominids. Although well known for their peaceful disposition, they are fierce in combat and will rarely back out of a fight if they believe they have just cause. The Skylord rules over the flock uncontested. He is the de facto commander of all Alkari fleets, crewed by highly skilled and disciplined soldiers. Their pilots are among the finest in the galaxy. Alkari religion permeates every aspect of their culture, and their zeal can oftentimes be confused with fanaticism. They believe the god of sky created the Alkari to gaze over every horizon, and have been driven into space to fulfill that calling. Ja, wenn er jetzt bei jedem mal so einen schönen Text anspricht, toll. Ja, also scheinbar können wir hier eine Rasse nehmen, nicht verfügbar. Holen Sie sich die der Collectors Edition, genauso wie für die Elrane, die Trieler, genau. Wir gucken mal. The harsh Ursa system is home to the Blarathi, a ferocious warrior race committed to the preservation of nature. Fearless and brutal in combat, they rely on their strength to overcome opponents, while their heavily armored fleets withstand wave after wave of enemy attacks. Fiercely territorial, they are usually reluctant to strike the first blow, but they will go toe-to-toe with anyone who wanders into their domain. Their rich spiritual life revolves around the Hag, an elder who speaks for nature itself. It was the will of the Hag that pushed the Blarathi into space as they sought to place the entire galaxy under their protection by any means necessary.
Ja, also das sind so die Umweltterroristen irgendwo so die Ecke. Die Dalek, die sehen interessant aus. Elusive and paranoid, the Darlak of Nazin both crave and despise identity. Their shape-shifting nature puts them at odds with themselves as often as with other races, since they neither trust nor can be trusted. They constantly scheme in the shadows, while their agents hide in plain sight, gathering information to serve the purposes of the Cabal. Scavengers by nature, they pull together elements from different sources into mismatched but effective patterns. The Darlak eschew open conflict and would rather sap their enemy's strength or place them on a collision course with another race before moving in for the final blow. Okay, das sind also eher so die Spione, die Spiontypen, so, Diplomaten heimlich, Gestaltwandler, die Menschen. Komm, was sagt er dazu? After ages of internal conflict and faced with dwindling natural resources on their home planet of Earth, humanity finally came together to form a consolidated government, replacing the many nations once dotting its political landscape. This new government brought unification, eroding long-held distinctions based on race, color, creed, and gender. Humanity thrived and at long last reached for the stars. Now, out of the Sol system, the human republic arises. Deep in the caves of Koldon, the insect-like Klakon evolved to form the Hive, a unified consciousness stretching from drone to queen. As such, the industrious Klakon have no individual needs, no desires, and no ambitions other than the benefit of the Hive itself. This effectively makes them tireless workers and fearless warriors, each and every one willing to give their lives for the Hive. Having nearly exhausted their home planet, the Hive has begun its galactic expansion in search of more resources and room to grow. Die Klakonen. Aha, welchen Buchstaben man da rausstreichen will. Aha. Ja. Coexisting in a sprawling, jumbled network filled with incessant chattering voices and signals, the Meklar Combine is an artificial ecosystem of AIs from the planet Meklon. While most Meklar have distinct cybernetic bodies to allow them to interact with their environment, many reside as programs and subroutines of the main Combine cycle. Ruled by the Overseer routine, they are industrious, capable of producing infrastructure and large fleets in a very short time. But the constant buzz of opinions and endlessly iterating cycles of application requests and updates make them erratic and unpredictable. Also so schizophrene Maschinen. Das kann ja nur besser werden. Katzen sind immer gut. The blazing savannas of Fieras gave rise to the ruthless warriors known as the Mershan. But their hot temper almost proved to be their undoing. After years on the brink of civil war, the Mershan Empress now rules over her pride without question. Mershans are willful and independent, and their long history as hunters has shaped their culture fittingly. They see themselves as the peak of predators, and any other life form who crosses their path is regarded as fair game. They often strike out against even their closest allies just for the sport of battle. They are easily offended and will pursue relentlessly anyone they feel has slighted them, heedless of the consequences. Wie man Katzen halt so kennt. Under the supervision of the controller at Mentar, a sprawling network of Cylon communities comprise the Quanta. Devoted to the unraveling of the mysteries of the universe, each quantum investigates independently in order to contribute to the knowledge of the whole.
The Cylon are a peaceful race and only keep fleets of highly advanced warships as defensive measures. Brilliant researchers, they are often ahead in the technological race, yet seldom seem to take advantage of their superiority. Instead, they prefer to trade for new discoveries while shielding themselves from the rest of the galaxy in order to continue investigating in peace. Mhm. Also die sind eher so die Isolationisten, die dann auch so, die halt mehr an der Wissenschaft interessiert sind, anstatt an der Dominierung. Primal in their ways, the cold-blooded Sakra from the planet Sla seem uncouth and unenlightened to many of the other races. However, their hulking forms and rustic rituals belie an enduring memory that has helped them reach the stars. They are lorded over by the Hierarch, a long-lived progenitor, and in a very literal sense, the father to much of the brood. His main concern is for his offspring, whether acquiring colonies for them to reproduce or securing the resources necessary for their survival. It follows that the Hierarch adopts a familiar and fatherly tone towards those he regards as allies. To the Sakra, everyone is either part of the family or a hated enemy. Mhm. Die Silikoiden, das klingt mir nach einer natürlich entstandenen maschinellen Lebensform oder sowas. Alone in their unique composition, the Silicoid are an ancient race of silicon-based life forms from the planet Chrysalon. Their impressively long lifespans and abysmally low birth rates have resulted in a civilization of relatively few individuals with lots of experience. The oldest among them is known as the Keystone, ruler of the Silicoid and speaker for the Crag. As outcasts among other alien races, they see other races as fleeting, temporary blurs that leave nothing behind but trouble for the Crag. Ja, und hier deren Hintergrundgeschichte können wir uns nicht angucken. Okay, warten, machen wir. Wir können als Katzen spielen, wir können als Psilonen, als Grace quasi so spielen, als weiterentwickelte Grace. Ich würde eher so Richtung Mensch oder Dalek, und dann Mensch scheint mir da irgendwie die bessere Option, also nicht die bessere, aber eine einfachere Option zu sein zum Spielen. Makler wäre vielleicht auch noch interessant, aber ich werde mal hier Diplomaten. After ages of internal conflict, oder hailing, Piloten, the harsh Ursa system is home to the Blarathi, a ferocious warrior race. Na komm, spielen wir als Menschen. After ages of internal... Okay, nein. Nein. Hailing from the cloud, the blazing savannas of Fieras gave rise to the ruthless warriors known as the Mershan. But their hot temper almost proved to be their undoing. Under the alone in their unique composition, the Silicoid are an ancient race of primal in their... Ah, komm, nehmen wir hier After Erde ages, und dann weiter. Die können hier zufällig sein. Nee, warte, der sucht dann jetzt zufällig aus den hier. Hailing from the cloudy planet. Dann sagen wir doch, wir nehmen mal zufällig und gucken, welcher von denen das wird. Galaxietyp, komm, Kreis, passt schon. Mittel, normal. Galaxie, Alter, Mittel. Kleiner Kreis, Planetendicht, hoch. Startzeitalter, Vorwarp, Nachwarp, fortschrittlich. Schwierigkeit, ach komm, normal, geht eh nicht so lange. Tempo. Zeitraffer, überlegt, Marathon-Lebenswerk, eigenes. Ja, machen wir normal. Big Bang Seed. Okay, scheinbar existiert ein Seeding-System.
Dann würde ich mal sagen, Timer läuft, sobald ich da auf Start klicke und dann legen wir mal los mit einer Stunde mit Master of Orion. Beliebige Taste zum Fortsetzen drücken. From the beginning, the Cylon have looked to the stars above Mentar and wondered. Generation after generation, the isolated Cylon quantums strived to unravel the mysteries surrounding them, to add an iota to their combined knowledge. Now the time has come for the Cylon Quanta to go beyond in their search for answers, to travel to the deepest reaches of the galaxy and solve the enigma at its core. Okay, wir sind die Cylons geworden. Die kleinen Greys von einem ganz, ganz kleinen Planeten. Greetings, Controller! You are the Controller, of course. It follows that I am Moldred, your cooperator. I'll be assisting you with any and all needs for your projects in the galaxy, and updating any relevant parameters as we get new information, and so on, and so forth. Okay. War eine Flotte aus... Danke. Controller, let me interrupt you for a second. Mhm. Bewegen Sie die Flotte durch einen Linksklick auf einen Planeten, springt zu einer Anomalie. Ah, okay, das Ganze ist rundenbasiert, das heißt... Eine Runde, 3 Runden, okay. Schicken wir den noch mal darüber, so. Sperr. Nicht der... Was haben wir denn? Sperr. Rechtsklick, okay. Dann anschließend darüber. Dann wählen wir nur eine Forschung aus, weil... Controller, our labs are staffed and ready to start researching. What should we focus on? Regierung, durch Erforschen dieser Technologie schalten sie neue Anwendungsbereiche. Frei ermöglicht Forschungslabor und Regierungsbehörde. Wir haben überall Lichtgeschwindigkeit, aber noch keine Regierung. Mhm. Fortschrittlicher Magnetismus, Elektronik, Biologie, sonst was. Ich würde mal sagen, bauen wir erstmal unsere Bürokratie auf. Genie! Excitement! Kann ich mit Shift Eureka! tun? Nein. Okay. Forschungsbaum anzeigen. Okay, also. Wir haben Weltraumfahrt und wir haben Physik. Dadurch können wir auf Wirtschaft, Weltraumerforschung und Xenobeziehungen gehen und können uns dann hier Richtung Finanzwirtschaft entwickeln, galaktischer Handel, dann fortschrittliche Regierung und dann brauchen wir dann den anderen Zweig für Physik, da müssen wir dann fortschrittliche oder Magneten und dann müssen wir da irgendwas nehmen wir und. Aber gut zu wissen, dass sie kostet nur 5, das sollten wir mal schnell haben. Aber kann ich nicht irgendwie mit... Ich würde gerne was eintun. Egal, machen wir erstmal Regierung. Produktion wählen. Ausgeglichen, ja. Produktion wählen, was sollen wir denn tun? Wir können automatisierte Raumschiffbasis, Kolonie. Wir können einen Speer bauen.
bauen wir doch einen Speer. There's new data you should take into account. Wirtschaftlicher Ratschlag. Klicken Sie auf Spiel fortsetzen, um das Spiel fortzusetzen auf nächste Runde. Und nächste Runde. Ein Jahr ist vergangen. Du alleine. Immer dahin. Sion entdeckt. Du flieg mal dahin. So. Dann gucken wir mal, wie hier dieser Patch sich da weiterentwickelt. Fliegen. Junge, wir haben plus 12 Forschung. Kosten 55. Ach so, das war schon die Anzahl der Runden, die er mir anzeigt. Ich dachte tatsächlich mir an wie viel Dings der braucht. Deshalb wollte ich gucken, ob der was... Controller, let me interrupt you for a second. Vor allem im Gefecht ist es wichtig, Stärke des Gegners zu berücksichtigen und mögliche Folgen abzuschätzen. Unsere Schiffe sind mit einem Spezialgerät ausgestattet, das die Stärke der gegnerischen Flotte einschätzen kann. Die Stärke zweier unterschiedlicher Flotten kann verglichen werden, indem sie zuerst ihre Flotte anklicken und dann die Mauszeiger über die gegnerische Flotte fahren. Wir sind deutlich stärker. Das sind Piraten, sie haben 4 Angriff, wir haben 8 Angriff. Sie haben 2 Schild, wir haben 17 Schild. Okay. Der Speer. Piratenflotte entdeckt. Ja, aber die sind ja noch nicht in dem System. Flotte B. Flotte B ist diese Fregatte. Siegchancen sind relativ hoch. Die Fregatte schicken wir dahin, so. Nächste Runde. So. Jetzt die Fregatte. Space Battle. Wir wählen jetzt eine Produktion aus, weil wir können was Neues machen. Handels war fortlaufend, erzeugt BC Bitcoin. Raketenbasis. Ich weiß nicht, was eine Raketenbasis macht. Und was macht eine automatisierte Fabrik? Produktion plus 2. Pro Nacht, Kostenzahlwartung 2 BC. Okay. Bauen wir doch mal irgendwie so, weil wir haben ein paar Credits. Flotte wartet auf Befehle. Du. Angreifen. Was passiert, wenn ich jetzt auf Kommando übernehmen klicke? Ich will erstmal auf Autokampf klicken, um zu wissen, wie dieser Kampf ab. Okay, das ging schnell. Wir haben erste Atomraketen eingesetzt. Hä? Okay, das war nicht das, was ich erwartet habe. Speer gebaut. Du darfst dich freuen. Du darfst. Ja, was darfst du?
Du darfst... Hierüber fliegen den erkunden. Furthermore, Controller, you might want to see this. Unsere Sensoren haben eine Anomalie entdeckt. Diese seltsamen Wirbel zwischen den Sternen abseits der ursprünglichen Sprungroute gelegen. Sie können ein SOS-Signal eines verlassenen Schiffs oder besonders dichte Ressourcenansammlung sein. Aber lohnt es sich, sie zu durchsuchen. Sie können Anomalien für sich beanspruchen, indem sie diese mit einem ihrer Schiffe erkunden. Okay. Anomalie anzeigbar. Du bist da näher dran. Und du erkundet darüber. Und du da. Du fliegst darüber und dann nächste Runde. Even without me, our scientists have made a new discovery. Gott, ist der Typ überheblich. Wir können Regierungsgebäude und Forschungslabor bauen. Okay. Dann, geh und erforsche fortschrittlichen Marxismus. Das Kolonialsteuerbürger. Ja, das Ding sieht gut aus. Traumforschung. Ja, aber wir machen erstmal fortschrittlichen Magnetismus. Wir sagen fliegt. Wirtschaftlicher Ratschlag. Eines ihrer Kolonieschiffe hat einen lebensfeindlichen Planeten erreicht. Wir raten davon ab, hier eine Kolonie zu besiedeln. Danke. Du solltest ja auch nur hinfliegen und nicht direkt kolonisieren. Kann ich mit Shift Steuerung? Gibt es eine Möglichkeit, wie ich Flotten wieder zusammenlegen kann? Springen, kolonisieren, bewachen. Okay, was können wir denn noch so machen? Du hast kein Wegziel. Flieg darüber. Du. Das System hier sieht sehr verlassen aus. Ja, flieg mal darüber, das ist das sicherer. Ja, wir klicken auf nächste Runde. Das sagen wir, die sollen fliegen. Wir haben diese Anomalie. The anomaly turns out to be a derelict ship, floating eerily empty with no signs of its former crew. Your engineers report all systems are fully functional. Even if some crew members might refuse to board the ghost ship, it will make a great addition to your current fleet. Ja, cool. Fliegt. Furthermore, Controller, you might want to see this. Unsere Sensoren haben in der Nähe eine elektromagnetische Störung entdeckt. Wir sollten diesen Bereich näher erkunden. Sind dabei. Die können wir noch nicht aufspalten, weil die noch nicht im Ding sind. Okay. Info, hohe Gravitation. Ich kann hier nicht Daisy Chaining machen. Das ist blöd. Das ist viel besser gelöst in Stellaris. Nächste Runde.
Fliegt. Pirates are nearby. Wir haben eine Piratenbasis entdeckt. Hier versteckt sich der Abschaum der Galaxie und sie greifen jede Flotte gnadenlos an. Die beste Lösung wäre, sie komplett auszulöschen. Sie brauchen mit Bomben bewaffnete Schiffe wie Zerstörer und Bodeneinheiten, um ihre Bodeneinheiten angreifen zu können. Wählen sie eine Flotte mit mindestens einem Zerstörer, dann Kampf um eine Piratenbasis. Okay, was haben wir hier? Eine Fregatte. Das heißt, wir brauchen einen Zerstörer. 14 Verträge und so. Da brauchen wir ein paar von. Aber wir können keinen Zerstörer bauen. Du musst dahin, brauchst da ein neues Ziel. Du musst dahin, brauchst da ein neues Ziel. Du willst dahin, du brauchst da ein neues Ziel. Aber das ist auch wieder eine normale Gravitation, Gold, unfruchtbar. Nächste Runde. Fliegt, wir brauchen ein paar neue Planeten. Wirtschaftlicher hat einen bewohnbaren Planeten erreicht. Planeten verschiedener Planetensysteme zu kolonisieren ist eine gute Möglichkeit, die Reichweite ihrer Sensoren zu erweitern. Dann suchen Sie Planeten mit guten Biomen aus, um den Bevölkerungszuwachs zu steigern und ergiebige Mineralvorkommen, um die Produktion zu steigern. Erstellen Sie neue Kolonieschiffe, indem Sie eine Flotte mit mindestens einem Kolonieschiff auswählen und die Flottenaktion. Danke. Dieser Planet dort ist immer noch unfruchtbar und mineralarm. Der ist ergiebig, ist wie viel groß? Brauchen wir den? Der, nein. Der hier, das ist ein kleiner grüner Punkt. Ja, toxisch. Oh, das ist ein guter Planet. Nahrung, ne? Ja. Der da. Biom 5 groß, ergiebig. Maximale Bevölkerung 14. 10 ist sehr klein. Ich würde mal sagen, flieg mal dahin. Weil das ist ein Gasriese. Den können wir nicht kolonisieren. Also ich weiß nicht, ob eine Flotte wartet auf Befehle. Du. Oh. Ozean, normale Gravitation, Artefakte. 5.11. Fliegt darüber. Du hast auch nichts zu tun, erkunde den da. Vulkanisch, nicht gerade gut. Fliegt mal darüber. Fliegt. Elektromagnetische Störungen entdeckt. Da ist der Planet doch deutlich interessanter geworden auf einmal. Fliegt eine Runde. Du. Erkunde den. Und danach erkunde den. Wenn der da jetzt auf einmal fruchtbar wird, ne? Based on your telemetry readings, you arrive to Nymore fully expecting to be escorted by battle cruisers. However, you find a race of peaceful beings with incredibly advanced technologies
but mysteriously absent space travel. Oh, das ist cool. Wir haben eine hochentwickelte Zivilisation entdeckt. Investitionsstufe 1. Die Rasse erbringt jeder der im System befindlichen Kolonien der beschützenden Rasse 3 Forschungspunkte je Runde. Okay. Cool. Then remainder n equals fx and I've got... Oh, wait! You need to know this. Kleinere Zivilisationen beheimaten eine einzige Kolonie und streben weder nach Expansion noch nach militärischer Herrschaft. Die Einwohner produzieren und bauen wie jede andere Rasse, sind aber nicht befähigt, Raumfahrt zu betreiben oder Flotten zu bauen. Abhängig von ihrer Klasse kann eine kleinere Zivilisation ihrer Beschützerrasse einen Bonus geben. Denken Sie darüber nach, in diesem System eine Kolonie zu finden. Danke. Tu ich. So. Die Nummer ist halt, wenn ich das jetzt wieder wechsle und sage, bauen wir ein Kolonieschiff, dann kostet das wieder 25 Runden und das da wird komplett abgebrochen. Oder? Nee, wird's nicht. Welche Flotte hat keine Befehle? Du hast keine Befehle. Aha. Das ist alles erkundet, dann fliegt darüber. Fliegt. Du fliegt darüber. Du fliegt darüber. Und nächste Zug. This is GNN, Galactic News Network. You are tuned to GNN, the only network that tells you what you need to know. Bringing it to you live. Galactic News Network, the galaxy's most reputable news source. Interessante elektromagnetische Eigenschaften fliegen wir natürlich zuerst hin. Du. Kolonisiere. Ich habe eine Kolonie gegründet. Willst du das noch schaffen? Plus 2 Nahrung. Produktion wählen. Regierungsbehörde. Sensorreichweite. Kommandopunkte. Regierungsbehörde. Bürokratie muss existieren. Nächste Kolonie. Unsere. Ja, fertig. So, du darüber. Du brauchst auch wieder ein neues Ziel. Der fliegt auch. Der ist dort. Das ist nur als Erzeugung irgendein Planeten. Was zur Hölle ist das? Das sieht aus nach einem gesprengten Planeten. Das ist ein Bild. Even without me, our scientists have made a new discovery. Schön. Rüsten Sie Ihre Pläne auf. Fregatte.
bearbeiten. Hinzufügen. Hinzufügen. Erweiterte Maschinen, ECM-Störsinn. Erzeugt der elektromagnetische Impulse, die Flughörpersysteme stören, auf das Schiffe abgefeuerte Flugkörper haben eine hohe Wahrscheinlichkeit. So. Kernsysteme, Waffen. Da kann ich nicht auf Hinzufügen klicken. Löschen. Aha, aha, aha. Alternative Fregatte, Basisfregatte, Alternativ. Mhm. Motiv. Sehr kreativ. Scharfschütze, Blitzer, Nahkampf. Okay, aha. Waffenreichweite. 60, 50, 10. Ja, mhm. Was wir hinzufügen können, wäre die erweiterte Maschine. Das... Ja, das wird ihn ein bisschen schneller machen. Das wäre okay. Controller, our labs are staffed and ready to start researching. What should we focus on? Lass mich mal einen Blick auf unseren Baum werfen. Wir könnten natürlich jetzt auf Neutronenphysik gehen und Positronenphysik erst mal sein lassen. Wir können dann zwar keine Drehungsphysik, aber wir können künstliche Schwerkraft und dann Magnetogravitation und dann können wir hier weitermachen. Wir können Biologie und Ingenieurswesen mit Ingenieurswesen werden wir dann hier unten. Ja. Ja, halt auch gut. Was ist denn so das Late Game Tech? Fortgeschrittene Technologie. Statt Erforschen dieser Technologie schalten sie nur Anwendung fortgeschritten. Wow, das heißt, wir können hier nicht mit den ganzen Tech-Baum sehen, sondern du arbeitest immer bis zu einer bestimmten Tech-Baum hin und machst dann okay. In Warteschlange gibt also doch die Möglichkeit, Sachen in Warteschlange zu bauen. Ja, ein Dienstzentral. So, wie kann ich Sachen jetzt in eine Warteschlange setzen? Wenn ich jetzt einfach auf diesen Endpunkt gehe und sage, das. Nicht gezielt hinter irgendeine Technologie herlaufen. Was macht er dann? Macht er den Top. Jetzt spezialisiere ich mich nicht direkt, sondern... Okay. Fertig. Nächste Runde. Mal gucken, wie weit wir kommen. Fliegt, meine Freunde, fliegt. Piratenplünderer. Wir sind Speer. Nee, sieht nicht gut aus. Das da. Kann ich den nicht hier... Ich kann ihn hier hinschicken, aber nicht dahin. Okay, wie sieht es hier mit dem Bau aus? Okay. Und hier die sind
Warum steht denn das? Oh, vermutlich, weil ich nicht genug Dings habe. Wie viel BC habe ich? Weltraumschlachten. Und da habe ich schwer verloren. Du. Erkunde das dort. Der ist auf dem Weg. Der ist auf dem Weg. Du hast hier nichts. Fliege du hinter dem her. Du schaffst das. Mit Sicherheit. Nächster Zug. Du, was ist, du hast den entdeckt. Da ist nichts. Fliegt da rüber. Vergiss es, fliegt dahin, das geht schneller. Flieg! Flieg und Sieg. Nächste Runde. Kann ich irgendwo erfahren, wo der hin will? Nein. Fliegt! Oder wo willst du? Weißt du was? Nein, mach den. Nächste Runde. Welcome to GNN, Galactic News Network. In its aimless roaming through the galaxy, the Silicoid Crag has stumbled upon a heap of ruins of mysterious origin. Reports of bone-related skull-bashing incidents remain unconfirmed. Interessant. There's new data you should take into account. Krieg und Steuern sind in dieser Galaxie unausweichlich. Jede Bevölkerungseinheit unserer Kolonie steuert einen kleinen Beitrag an Credits für unsere Staatskasse bei. Sie können diese Mengen anpassen, indem Sie den Steuersatz im Imperium-Bildschirm wählen. Bitte beachten Sie, dass höhere Steuern einen negativen Einfluss auf die Moral haben. Danke. Welche Flotte hat keinen Befehl? Du hast keinen Befehl, ja. Das hat auch einen Grund, dass du keinen Befehl hast. Du. Warum hast du keinen Befehl? Du sollst immer noch hinter denen her. Ba, ba, ba. There's new data you should take into account. Bevölkerung. Sie können nun Bevölkerung manuell Aufgaben zuweisen und ihrer Strategie entsprechen oder in einem bestimmten Bereich. Zeige mir diesen Planeten. Okay. Nahrung. Ja. Ich kann ihn auf Produktion umlegen, dann würde mehr Produktion passieren. Wäre meine Produktion schneller. Wenn ich den hier auf Nahrung habe, habe ich schneller einen neuen. Und wenn ich den auf Wissenschaft habe, dann meine Wissenschaft entsprechend schneller. Okay. Ich würde mal grob davon ausgehen, dass es unterm Strich am besten ist, wenn du erst die Nahrung voll hast und dann auf Produktion gehst. Ein Schiff deiner Flotte, ja, da. Und dann fliegt dahin. Vox entdeckt. Ja, Vox ist ein durchschnittlicher Sender. Sternbasis, aha. Und jetzt auf Kommando übernehmen. Aufstellen für taktisches Gefecht. Unterstützen das Kommando, volle Kontrolle. Befehlen Sie Ihre Truppen während Karrieresteuerung übernimmt. Kino. Okay, lehnen Sie sich zu. Das will ich mir jetzt angucken. Kino klingt gut.
leicht pausiert, okay. Das ist unser Ziel. Das ist unser Ziel schon zerstört worden. Interessant. Das ging schnell. Sternbasis ist OP. Okay. Dann fliegt du mal wieder da runter. Eine Flotte. Ich habe immer noch nicht ganz raus, wie ich hier Befehle Daisy chaine. So. Nächste Runde. Neuer Schiffsbauplan entdeckt. Woo! Even without me, our scientists have made a new discovery. Zerstörer. Schildklasse 1. Wenn ich da auf Bearbeiten gehe. Kann ich da irgendwie was hinzufügen? Nein. Kann ich den EM-Störsender verpassen? Nein, ich kann ihm auch den nicht verpassen. Kann ich dem noch eine Waffe verpassen? Nee, wäre auch alles zu schwer. Speichern. Fertig. Good science takes time. Ja. Eine Flotte wartet auf einen Befehl. Du. Fliegen wir darüber. Cool. Erkunde das da. Fliegt. Fliegt, meine Freunde. Du. Meckerst uns gleich. Ein Raumschiff einer unbekannten Art. You address the keystone of the crag. You are greeted. Keep your distance, and the silicoid will keep ours. Okay. Wenn wir die nicht belästigen, belästigen die uns nicht. Damit kommen wir klar. Eine Flotte wartet die Befehle. Ja. Nicht da. Dann flieg anschließend dahin. Warum? Weil es ein Wurmloch ist und ich wissen will, wo du rauskommst. Du machst das. Ihr fliegt. Du kommst da dann gleich noch hin. Mhm. Nächste Runde. Alle da einmal fliegen. Ich dachte mir schon, dass das Ding interessant ist. Was haben wir da? Hier, die braucht noch 12 Runden. Der braucht noch 44 Runden, bis hier überhaupt was passiert. Welches Schiffchen denn? Du hast keine Ahnung, du sollst fliegen. Welcome to GNN, Galactic News Network. Horror strikes the galaxy once again as a colossal space monster raises its ugly head. Or tentacles, or whatever the twisted designs of evolution have bestowed upon it. Be on the lookout for this cosmic threat. You have been informed. Das sind interessante Sachen. Wir haben unbekannte Lebensformen entdeckt. Diese Weltraumkreaturen können relativ harmlos bis potenziell vernichtend sein.
Wir sollten also sicherstellen, dass wir einen Kampf überstehen können, wenn wir uns in ihre Nähe begeben. Monster anzeigen. Teufel, nein. Nein. Das Überleben bin ich. Fliegt. Die Legenden sind wahr. Wir haben eine antaranische Ruine gefunden. Es heißt, dass in ihnen die Informationen über einen Weg zur antaranischen Taschendimension schlummern. Dies benötigt immensen Forschungsaufwand. Schicken Sie eine Raumfabrik los, um ein Asteroidenlabor und bauen Sie ein Asteroidenlabor mit. So. Es geht hier um den. Okay, danke. Ja, konnte du das? Wir sagen die nächste Runde. Wir sagen fliegt. Wir sagen, du hast hier etwas entdeckt. Wir sagen, du wirst einen Teufel tun und da rein springen, sondern du wirst mal in die Richtung fliegen. Nächste Runde. Neuer Anführer. Naleli. Das Genie. Nachdem sie eine hochdotierte Förderung an einer der elitärsten Universitäten des Universums ablehnte, zog Naleli auf einem Raumschiff aus, um Neues zu entdecken. Anstelle ihr Wissen um Waffen theoretisch zu fördern, zieht sie die praktische Anwendung vor. Flugkörperangriff plus 10%, maximaler Waffenschaden plus 4%, verwaltet Flotten, Rang, Fregattenketten, gehalten. Ja, komm, why not? Zuweisen. Schiffe. Fertig. Danke. Fliegt. You arrive at a planet with no obvious signs of civilization. You can detect no power sources anywhere. However, upon close inspection, what you thought were mountain ranges turn out to be vast cities of stone. The natives are indeed civilized. Their construction techniques are awe-inspiring, though they are clearly not capable of spaceflight. They do, however, have some requests. Anzeigen. Land wird nichts Bevölkerung. Diese Rasse erprobt geschützte 3 Nahrungseinheiten. Unabhängig, bisher hat kein Imperium einen beherrschenden Einfluss über die geringe Zivilisation. Okay. Sie sind auf ein Wurmloch gestoßen. Wurmlöcher sind Reste im Raum-Zeit-Kontinuum, die weit voneinander Sektoren der Galaxie miteinander verbinden. Wählen Sie eine Flotte. Da. 1000 klicken Sie auf Springen. Sprung ist momentan nicht verfügbar. Okay. Aber es gibt eine Auto-Erkunden-Funktion. Danke. Es ist ein Speer. Geh auf Auto erkunden. Du bist ein Speer. Geh auf Auto erkunden. Gott. Schiff der Silikoiden. So you take the 2 and multiply by... Oh, controller! What was I going to say?
Hohe Moral ist ein Schlüssel zu einer glücklichen Bevölkerung. Verschiedene Optionen können die Moral beeinflussen. Von hohen Steuern bis zur Anwesenheit eines Gegners im Orbit der Kolonie bindet. Die Moral im Auge. Danke. Gut. Nächste Runde. Fliegt. Nächste Runde. Piratenflotte in Monka entdeckt. Fregatte. So. Nein. Fliegen. Nächste Runde. Yep. Okay, wir wollen uns das jetzt nochmal filmtechnisch angucken. Gefecht bei Monka 2. Gucken wir uns das mal hier an. Wie das aussieht. Wir zittern uns nach vorne. Da können wir unseren Gegner schlagen. Und da aus dem Nichts ploppen da die Atomraketen auf. Die Laser kommen, aber die Atomraketen, zack, haben das Ziel schon längst vernichtet. Relativ einfaches. Okay. Mit ein. Bewacht das. Fliegen. Nächste Runde. Fliegt. And now, the news. The galaxy's worst holiday destination list continues to grow as the Cylon Quanta has found yet another excavation of foreboding and cryptic debris. I sure hope they like the smell of mold. Hm. Relativ kleine Galaxie. Ich hab noch keine Welcome to GNN. Horror strikes the galaxy once again as a colossal space eel raises its ugly head. Or tentacles, or whatever the twisted designs of evolution have bestowed upon it. Be on the lookout for this cosmic threat. You have been informed. Mhm. Wir haben einen großen Aal entdeckt. Jetzt interessiert mich tatsächlich, wo das dort ist der Kalmar. Das dort ist der Raumaal. Sieht schon fast eher aus wie ein Wurm. Nächste Runde. Fliegt und siegt. Nächste Runde. Controller, let me interrupt you Unser for a second. Kolonieschiff steht bereit. Mit diesem Schiff können wir einen bewohnbaren Planeten. So was wie der da. Gaia, ergiebig. Super Nummer. 16. Aha. Danke. Dieses Kolonieschiff soll dorthin fliehen. Dann Produktion wählen. Ihr baut mir möglichst schnell diese Weltraumfabrik. Und du weiter. Fliegt. Nächste. Fliegt. Menta 1 ist gewachsen. Ach doch, das ist Menta 1, ja.
Ein weiterer, der im Agrarbereich arbeitet und ihr braucht noch. Wir brauchen den Typen, der hier im Agrarbereich arbeitet. Damit wir ein schnelleres Wachstum haben, damit wir anschließend mehr in Dings investieren können. In die Produktion, wir brauchen mehr Arbeiter. Welcome, stranger. I am the Empress of the Mershan Pride. If you scratch our backs, we'll scratch yours. Ich weiß nicht, ob das eine Drohung ist oder nicht, aber Katzen. Fliegt. Fliegt. Und fliegt. Und du bist angekommen. Kolonisier diesen Planeten. Diese Zwischensequenzen sind echt cool. Gaia-Planet. Komm hier, Produktion auswählen. Biosphäre, was machen die? Plus ein Nach. Und plus ein Forschung. Interessant. Plus 2 Nahrung. Klingt auch interessant. Regierungsbildung war plus 10%. Bevölkerung. Bauen wir sowas. Welcome to GNN. The Cylon Quanta has grown in strength. Wow. Kontrollieren wir jetzt halt 3 Planeten. Warte, der da? Nein, der ist nicht kolonisierbar. Ach, das ist die Anzahl an Planeten in dem System. Piratenflotte und Pollus. Ah, dort. Soll sich werden darum kümmern. Da verlieren wir jetzt gleich unseren Dings. Was zur Hölle? Das sieht aus, als wäre da eine Ringwelt gewesen. So you take the 2 and multiply by... Oh, controller, what was I going to say? Aufbauen sollten sie. Danke. Spionage, Forschung MP. Haben einfache Pläne, Flotten, Fahrt zum Sieg. Diplomatie. Mit denen. Audienz. What is it, Kerr? Erklärung. Verhandlung. I'm listening. Kartenteil. Für Kartenteil. Wie können wir uns sagen? We ask no more than the lion's share, and no less. I shall allow it. Unruhe. Business is business. Run along now.
Können wir eine Verhandlung haben? Oh. So, wir brauchen ein paar mehr bisschen mehr Diplomatie erforschen und dann können wir da auch weitermachen. Wir haben denen jetzt erstmal Karten gegeben. Eine unserer Fregatte gegen einen so einen Piraten. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht mehr manuell machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, es geht auch noch irgendwo, aber... Gucken wir uns das Ganze doch nochmal im Kino an. Oh, was passiert hier? Das ist interessant, dass wir die da geparkt haben an diesem Asteroiden. Und wir haben damit einen Stein erstmal pulverisiert. Okay, so viel wird hier quasi mit simuliert. Jetzt können die hier tatsächlich einen Schuss landen. Darauf reagieren wir wie? Wir umkreisen uns. Wir schicken unsere Raketen los und unsere Raketen vernichten natürlich instant unseren Gegner hier. Oh. Ging ja dann auch wieder relativ schnell. Ja, die Flotte wartet auf Befehle. GNN, Galactic News Network. With their latest discovery, the Cylon Quanta has raised the number of dark and unwelcoming ancient tourist attractions in the galaxy to 3. Who even builds these things anyway? Ja, sowas wie das Galactic News Network würde ich echt gerne auch ab und an mal in Stellaris haben. So einfach nur so ein Kommentar, der halt die aktuelle Lage in der Galaxie oder innerhalb deines Imperiums einfach nur so sagt, so wo hier Imperial News Network successfully colonized 2 new planets and showed a primitive civilization our strength. Welcome to GNN, Galactic News Network. Cylon Quanta ships have recently visited the legendary Orion system. Und? Marine, haben wir das? Haben wir dieses legendäre Orion-System? Oh, das ist eine große Geierwelt. Das ist eine sehr, sehr große Geierwelt. Was ist das? Beschützer. Das könnte dauern, bis man das hinkriegt. Aber was auch dauern könnte, bis ihr wieder eine Stunde mit Master of Orion findet. Weil auch wenn dieses Spiel hier cool ist, ist es irgendwo auf der einen Seite noch immer kein Stellaris, weil Stellaris ist immer noch irgendwo ein Ticken cooler, auch wenn dieser Rundenstrategieansatz mir sehr gefällt. Weil ich sagen muss, das erinnert mich sehr an Endless Space. Und mir vor allem sehr gefällt, wie die Lore hier eingearbeitet ist, wie du halt hier Hintergrundgeschichten hast und so. Das ist schon, das ist so ein, es ist kein schlechtes Spiel, es ist ein tatsächlich sehr schönes Spiel. Welcome to GNN. A violent quake shook a Cylon colony, killing millions and destroying several key installations. Ein Erdbeben auf Mentor 1, oh mein Gott, nein. Was cool ist, ist das GNN. Oh mein Gott. Es dauert ewig, bis wir das wieder raus haben.
Naja. Ich, sag mal, danke fürs Zuschauen. Wir haben jetzt so 54 Runden geschafft. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Master of Orion. Tolles Spiel. Muss man sagen. Qualitativ gut. Und, dass hier so viel vertont ist, ist halt auch geil. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, eine Stunde mit. Und sage tschüss.